Hallo liebe Leute, schön, dass ich hier wieder vor Ihnen stehen kann und Ihnen mal was face-to-face erklären kann. Leider sitzen Sie nicht vor mir, das wäre natürlich noch viel schöner und viel einfacher, doch ich probiere es einfach mal so. Wir sind ja im Thema Mauerwerk und im Moment geht es um die Mauerverbände. Bei den Mauerverbänden gibt es so ein paar Regeln, die ganz wichtig sind. Und im Einstieg haben wir darüber gesprochen, wie Sie eine Lego-Wand bauen würden. Wir hatten ein Problem, und zwar hatten wir das Problem, dass wir eine Mauer uns gedacht haben aus Legosteinen, aus ganz vielen Riegeln. Und was passiert, wenn die Regeln dann dazu sind? Genau, sie kippen um. Und da gibt es natürlich eine Methode, die haben wir auch die Lösung gefunden. Was macht man, damit sie nicht umkippt? Da versetzt man die Steine, genauso wie hier. Sie sehen, die Steine sind immer wieder versetzt, verzahnt miteinander. Und das ist natürlich bei Lego relativ einfach, durch ein Mäppchen oben drauf. Aber auch in der Realität ist es genauso. Die Mauer muss verzahnt werden. Und dafür gibt es natürlich auch eine Regel. Und zwar ist diese Regel das Überbindemaß. Das Überbindemaß sollte immer 0,4 mal die Steinhöhe sein. Das bedeutet, wenn Sie einen Stein haben, der 11,3 cm hoch ist, sollten Sie 0,4 mal 11,3 cm Überbindemaß haben. Das bedeutet 4,5 cm. Weil Sie aber im Achtelmeter Raster bleiben wollen, runden Sie die 4,5 cm auf einen halben Achtelmeter. Das sind ungefähr 6,25 cm, aber so genau muss es nicht sein. Bei Steinen, die 24 cm hoch sind, ist das Ganze natürlich ein bisschen anders, weil da rechnet man 0,4 mal die 24 cm, da kommt dann ungefähr 10 raus, also 9,6 um genau zu sein. Und wenn wir das dann aufrunden, kommen wir ziemlich genau auf einen Achtelmeter, also 12,5 cm. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Doch vorab erstmal was anderes. Sie sollten eigentlich die Steinformate drauf haben, also DF-Steine, NF-Steine, 2DF, 3DF, 4DF. Sie wissen, es gibt noch viele weitere. Das Ganze sind ja immer Rastermaße, basieren auf den Achtelmetern. Und so ein bisschen sollten die Zahlen auch im Kopf haben, denn irgendwann werden wir das natürlich abfragen. Doch was ist, wenn der Architekt eine Mauer haben will, die nur 3,33 Meter lang sein soll und nicht 9,99 Meter? 9,99 Meter ist relativ einfach. Das sind 10 Meter minus 1 cm Fuge an der einen Seite, also im Außenmaß, also 9,99 Meter. Aber die 3,33 Meter gehen natürlich auch, doch da kommen wir später zu. Erstmal ist es wichtig, die Steingrößen. Wenn wir die Steine haben, haben wir entweder einen ganzen Stein. Dieser ganze Stein, der ist mit 2 Köpfen oder 2 Achtelmeter in der Länge bemaßt. Dann gibt es den Dreiviertelstein, der ist markiert mit einer Diagonalen. Der ist dann dementsprechend nur 1,5 Achtelmeter oder 1,5 Köpfe lang. Relativ einfach ist dann wieder der halbe Stein, der einen Kopf hat oder 1 Achtelmeter. Und die kleinste Einheit mit einem Punkt gekennzeichnet ist dann der Viertelstein. Und dieser Viertelstein, der hat dann 0,5 Achtelmeter oder 0,5 Köpfe. Das Ganze würde ich jetzt ganz gerne einarbeiten, und zwar in eine Wiederholungsaufgabe. Wenn Sie hier diese Wand sehen, würde ich ganz als erstes von Ihnen wissen, was für eine Wand ist das? Ist es ein Außenmaß, ein Innenmaß oder Öffnungsmaß oder ein Forschungsmaß? Also, es ist das Außenmaß, genau. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie viele Köpfe sehen Sie da? Zählen Sie durch. Erinnern Sie sich an das, was ich eben gesagt habe. Wenn wir hier vorne den ersten Stein mit 1,5 haben, dann kommen 2 dazu, 2 dazu, 2 dazu, 2 dazu, 2 dazu und der letzte, der halbe Stein, der hat nur einen Kopf. Zusammen sind das Ganze 12,5 Köpfe. Wenn wir jetzt das Ganze nehmen und die 12,5 Köpfe haben als Außenmaß, wissen wir, diese Wand ist 1,55 Meter und 2,5 mm lang. Das kommt daher, dass Sie natürlich ein Ausmaß haben und deshalb 1 cm mehr abziehen müssen. Die Rechnung sehen Sie hier. Wir rechnen erst alle Köpfe zusammen. Da kommen dann 12,5 Köpfe raus. Dann bestimmen wir das Außenmaß. Wir wissen, dass es minus 1 cm genommen wird. Dann rechnen wir die ganze Länge, also die 12,5 Achtelmeter mal 12,5 cm. Das sind 1,56,25 Meter. Und dann ziehen wir am Ende wieder diesen 1 cm wegen dem Außenmaß ab und haben dann 1,55,25 Meter und wissen genau, diese Wand ist genauso lang. Doch, jetzt erstmal weiter. Auf diesem Arbeitsblatt, was ich bei Moodle hochgeladen habe, was Sie alle runterladen sollten, sehen Sie sowas Ähnliches. Und zwar sehen Sie oben die einzelnen Wandecken und die sind bemaßt. An den Bemaßungslinien stehen da Buchstaben A, B, C, D, E, F
Und unten in der Tabelle sehen Sie die gleichen Buchstaben. Sie sollen dann zu A, B, C, D, E, F bestimmen, ist es ein A wie Außenmaß, ein Ö wie Öffnungsmaß oder ein V wie Vorschlussmaß. In der zweiten Spalte sollen Sie sagen, hey, ich sehe 7 Köpfe oder 6 oder 8. Und in der dritten Spalte steht dann das Zentimetermaß und da sollen Sie dann wirklich hinschreiben, wie die Wand reell groß ist. Das bedeutet zum Beispiel 1 Meter oder 99 Zentimeter oder 1,1 Meter, je nachdem, was für ein Maß das ist. Das ist das Arbeitsblatt, das wollte ich nur kurz nochmal erklären, denn eigentlich geht es ja jetzt um die Verbände. Das Problem ist, Steine. Sie haben eben gehört, es gibt ganze, Dreiviertel, halbe oder Viertelsteine. Wie kriegt man die Steine ins Format? Früher war es so, da hat man einen Maurerhammer genommen. Dieser Maurerhammer war auf der einen Seite normal eckig und auf der anderen Seite hatte er eine Klinge. Kein richtiges Messer, aber war durchaus eine Schneide. Und wenn man damit dann 4-mal auf die Seiten geschlagen hat, also den Stein immer gedreht hat, hatte man eine Sollbruchstelle und der Stein ist da gerissen, wenn man dann draufgeschlagen hat. Doch es war auch gar nicht so wichtig, dass das so genau war, weil ja der Mörtel, die Stoßfuge, die konnte dann ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner sein und das war dann ganz praktisch. Heutzutage wird es teilweise immer noch so gemacht, aber heutzutage auf den Baustellen ist man teilweise auch viel technologisierter. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Flex die Steine zu schneiden. Sicher braucht man da Strom, Staubzieher, aber es geht alles. Oder es gibt Baustellen, da hat man eine große Steinsäge. Ja, ein Blatt, was wirklich relativ groß ist, da gibt es verschiedene Größen, aber das hängt auch immer damit zusammen, was für Steine man hat. Und die letzte Variante, die ich kenne, ist halt der Steinknacker. Da kann man wirklich die Steine brechen und das hängt immer ganz davon ab, was für einen Stein Sie nehmen. So, jetzt zu den Verbänden. Sie sehen hier im Hintergrund baut sich gerade ein Läuferverband auf. Läufer, wissen Sie nochmal, was ein Läufer war? Läufer, genau, ist die Längsseite eines Steines. Also, die Kopfseite eines Steines war der Binder und die Längsseite eines Steines ist der Läufer. Und das Besondere an dem Läuferverband ist, dass Sie wirklich hauptsächlich Läufer sehen, die nebeneinander gelegt werden. Am Anfang, in der ersten Reihe, ist es so, dass da schon mal ein Binder zu sehen ist oder ein Kopf. Aber das hängt damit zusammen, dass man da halbe Steine verwendet hat, damit die ganzen besser überlappen und sich besser verzahnen. Und dann sind sonst eigentlich nur Läufer versehen. Das bei einer relativ dünnen Wand, also diese Wand ist jetzt 11,3 cm stark. Und das ist da relativ gut und relativ einfach. Okay, das nächste, auch noch relativ simpel, ist der sogenannte Binderverband. Binder, habe ich ja eben schon gesagt, sind Köpfe. Und wirklich bei dieser Wand sehen Sie nur Köpfe. Und ganz, ganz viele davon, das Einzige, was vielleicht auffällt, ist am Anfang. Da sehen Sie auch einen Dreiviertelstein, jede zweite Schicht. Und zwar hängt das damit zusammen, dass Sie natürlich wieder eine Verzahnung herkriegen wollen. Aber wenn Sie dann einen Viertelstein nehmen wollen, hätten Sie einen Viertelstein am Ende. Und das macht man nicht so gerne. Deshalb hat man sich geeinigt und gesagt, wenn man den Viertelstein und einen halber Stein zusammen ist es ein Dreiviertelstein. Und dann nehmen wir diesen Dreiviertelstein und dann passt das. Und dann ist es ein bisschen komplizierter. Die nächsten beiden Verbände sind auch immer wieder in der Regel machbar. Das Problem ist bloß, die sehen relativ gleich aus. Sie sehen hier, das wird der Blockverband. In den unteren 3 Reihen ist der Blockverband fast genauso wie der Kreuzverband, beziehungsweise er ist genauso. Sie sehen unten, das sind halt die Binder, darüber kommen Läufer, dann kommen wieder Binder. Beim Blockverband nur ist in der 4. Reihe wieder ein Läufer. Das bedeutet Binder, Läufer, Binder, Läufer. Und hier ist das Besondere, Sie sehen, dass die Längsseiten, also die Läufer, die liegen genau senkrecht übereinander. Das ist halt hier ganz wichtig zu gucken, dass die Läufer, wie gesagt, senkrecht übereinander liegen, weil sonst hat man die Probleme und man hat keinen Blockverband mehr. Wenn wir aber uns den nächsten Verband angucken, also da gibt es immer wieder Probleme bei den Schülern, das weiß ich. Ja, im Kreuzverband allerdings ist es ein bisschen anders. Man sieht zwar die untere Reihe, die besteht da auch wieder aus den einzelnen Bindern, darüber kommen Läufer und wieder Binder, sodass man wieder dieses Kreuz hat. Doch das Besondere ist dann in der 4. Schicht. In der 4. Schicht sieht man genau, dass die Läufer nicht über den Läufern der 2. Schicht liegen, sondern die Läufer sind genau um einen Kopf nach rechts versetzt. Und dadurch entsteht halt dieses Kreuz
was dann seitlich schräg versetzt ist. Also der Unterschied zwischen dem Blockverband und dem Kreuzverband ist wirklich dieses Kreuz. Und zwar beim Blockverband ist es übereinander und beim Kreuzverband ist es immer schräg nebeneinander. Ich hoffe, das können Sie ein bisschen merken. Da gehe ich jetzt auch noch dreimal drauf ein, damit Sie das auf jeden Fall ganz sicher haben. Also Sie sehen hier die Verbandsarten. Und zwar ist das der Läuferverband. Sie sehen hauptsächlich Läufer in der Wand. Dann gibt es den Binderverband, wo Sie nur die Köpfe sehen. Dann gibt es den Blockverband, wo die Kreuze sind, aber senkrecht übereinander. Und im Kreuzverband sind die Kreuze, die aber dann so stufenweise sich verändern. Die letzten beiden gucken wir uns noch ein bisschen näher an, weil die ja wirklich die schwierigeren sind. Da gucken wir nochmal hin. Beim Blockverband sehen Sie, die Kreuze sind übereinander. Und beim Kreuzverband sind die Kreuze wirklich schräg versetzt. Genau. Zur Übersicht noch einmal. Die verschiedenen Verbandsarten. Das ist jetzt der Läuferverband, relativ einfach. Aber da gibt es auch Variationen von. Und zwar gibt es vom Läuferverband auch noch einen Verband, der dann ein bisschen versetzt ist. Und zwar ist dieser Läuferverband immer nicht um einen halben Stein, also um einen Kopf, sondern nur um einen Viertelstein versetzt. Oder dieser Läuferverband ist auch klar, aber dieser Läuferverband ist auch um einen Viertelstein versetzt, aber schräg. Und sehen, dann sehen Sie es genau. Dann gibt es natürlich noch den Binderverband, da sieht man die Köpfe ganz klassisch. Dann gibt es natürlich den Blockverband, den Kreuzverband und natürlich gibt es verschiedene andere Verbände. Der flämische Verband, dann ist da der holländische Verband. Und beim holländischen Verband, also Sie wissen vielleicht, in Holland braucht man ja relativ viel mit Backsteinen und dementsprechend ist das relativ bekannt. Flämisch ist, ist halt in der Region von Belgien. Und danach kommen noch andere Verbände, der gotische Verband, dann haben wir noch den schlesischen Verband und den wilden Verband zum Abschluss. Wenn wir uns das Ganze angucken, den Läuferverband in der ersten Schicht. Diese erste Schicht können Sie sich vorstellen, das Weiße unten drunter, das ist die Betonplatte, das Fundament. Darauf liegt eine Betonschicht, damit keine Feuchtigkeit hochsteigen kann. Und dann kommt die erste Schicht an Stein. Das wäre zum Beispiel hier die erste Schicht an Stein. In der zweiten Schicht, Sie denken an die Legosteine, da muss man die Steine versetzen. Und zwar habe ich es hier getan, um genau einen Kopf, habe ich das Ganze nach rechts versetzt und dementsprechend. Die dritte Schicht ist relativ simpel beim Läuferverband, ist wieder wie die erste und die vierte Schicht ist wieder wie die zweite. Das ist relativ simpel. Komplizierter wird es, wenn wir den Blockverband und den Kreuzverband angucken. Aber wenn Sie genau hingucken, den Blockverband und den Kreuzverband, der ist da noch genau gleich. Nach den Bindern kommen die Läufer, die sind auch noch gleich. Danach kommen wieder die Binder, die sind auch noch gleich. Doch jetzt in der vierten Schicht entscheidet sich das, ob es ein Blockverband ist oder ein Kreuzverband. Und zwar sehen Sie jetzt genau, dass einmal die Schicht vorne anfängt, quasi so ist wie die zweite Schicht. Und das andere Mal fängt die Schicht an mit einem halben Stein, also mit einem Kopf. Und dadurch versetzt sich das Ganze um einen Kopf nach rechts. Und die fünfte Schicht ist dann wieder so. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar. Hier nochmal eine Übersicht. Sie sehen wirklich beim Blockverband senkrecht übereinander, beim Kreuzverband schräg. Ich weiß, ich habe es jetzt schon oft gesagt, das nervt einige von Ihnen vielleicht, aber ich weiß genau, das wird immer wieder falsch gemacht, auch wenn ich es noch oft erzähle. Ja. Ihre Aufgabe ist jetzt, eine Zeichnung zu erstellen. In dieser Zeichnung sollen Sie, wenn es geht, ein DIN A4-Blatt nehmen, was keine Linien, keine Karos hat, also ein Blankoblatt. Auf die erste Seite sollen Sie einen Rahmen zeichnen, auf der einen Seite 20 mm, unten 5 mm, auf der anderen Seite 5 mm und oben 5 mm. Unten ein Textfeld hinmachen. Das Textfeld sollen Sie beschriften mit Ihrem Namen und der Zeichnung. Und da sollen Sie auf die erste Seite oder auf das erste Blatt sollen Sie einen Binderverband und einen Läuferverband zeichnen. Ich möchte nicht nur die Ansichten mit den Fugen, sondern ich möchte wirklich 5 Schichten von Ihnen sehen. Wichtig ist, dass Sie ein Blatt aufteilen. Und die zweite Seite, die zweite Zeichnung, wäre wirklich ein Blatt, DIN A4, und zwar so mit einem Blockverband und einem Kreuzverband. Das bedeutet, 2 Blätter mit 4 Verbänden sollen Sie zeichnen. Ich fasse die Aufgabe nochmal zusammen. Ihre Aufgabe ist es, dass Sie die Zeichnung im Maßstab 1:10 machen wollen. Das bedeutet, ein Stein, der 24 cm lang ist, ist dann 2,4 cm. Und ein halber Stein dementsprechend halb so groß. Dann sollen Sie die Aufteilung angemessen einrichten. Das bedeutet, ich möchte nicht, dass Sie alles auf eine Seite quetschen, sondern wirklich mittig die beiden
Verbände zeichnen und daneben dann wirklich Platz lassen und den Text warm haben. Dann möchte ich, dass man dann die Fugen erkennt. Ganz wichtig, die Fugen sollen erkennbar sein und die Wand wirkt dadurch erst richtig. Das Blatt sollte sauber sein. Sie zeichnen zu Hause, ja, auch einige am Küchentisch vielleicht, aber ich möchte keine Kakao, Cola, Kaffee oder Kuchenflecken da drauf. Fettflecken sind auch nicht so schön, aber das war ja bei anderen Zeichnungen auch schon mal wichtig. Und die Wand, Sie sollen die Wand zeichnen in der Ansicht, das bedeutet, ich gucke mir die Wand an, da sieht man die Fugen und die einzelnen Schichten. In den Schichten dürfen wir nicht vergessen, wirklich die Steine von oben zu markieren. Wenn Sie einen halben Stein haben, machen Sie ein Kreuz rein, 3/4 Stein mit dem Strich, Viertelstein mit dem Punkt, aber den Viertelstein brauchen Sie wahrscheinlich gar nicht erst. Auf dem Blatt will ich, wie gesagt, ein Textfeld haben, einen Rahmen, auf der linken Seite 20 mm, oben, unten und rechts 5 mm Luft. Aber das wissen ja vielleicht aus den anderen Aufgaben. Das soll auf jeden Fall sein. Und das Textfeld unten rechts soll ausgefüllt sein. Da soll Ihr Name drin stehen, die Aufgabe drin stehen. Und das letzte ist wirklich, es soll, wenn es geht, ein Blanko DIN A4-Blatt sein. Also ich möchte nicht, dass wir hier linierte Blätter nehmen, also auf keinen Fall linierte. Wer kein Blanko, also kein weißes hat, der kann gerne auch ein kandides nehmen, das ist noch okay. Aber ich möchte keine Linien haben, okay? Wenn Sie Fragen haben dazu, so ungefähr sollte die Abgabe aussehen. Das sollen Sie bitte fotografieren und mir bei Google hochladen. Und der Abgabetermin ist der 4.4. Das ist der Montag in 2 Wochen. Das sollte auf jeden Fall passen. Und wenn Sie Probleme haben, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich helfe Ihnen so gut ich kann. Notfalls wissen Sie auch, dass ich Telefonsupport leisten kann. Wenn Sie vorher Fragen haben, melden Sie sich vorher bei mir. Also das Ganze finden Sie auch noch im Fachbuch auf Seite 105 bis 111. Da sind Sie Beispielzeichnungen und so Sachen. Aber ich denke mir mal, das sollte auch erstmal reichen. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund und Sie werden irgendwann nächste Woche wieder weitere Aufgaben kriegen. Aber wir sind noch relativ durch mit dem Thema Mauerwerk und danach werden wir gucken, wie wir so per Fernstudium das Thema Beton anfangen. Ich wäre lieber bei Ihnen, aber wie es ist oder wie wir den Unterricht dann gestalten, das wird sich noch zeigen. In dem Sinne. Bis dann, ciao!